Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Und ich bin der Radlwadel. Genau, wir haben heute den Andi mit dabei und sind auch hier bei ihm unterwegs im Wilden Kaiser. Ja, und was wir heute machen, das wird euch jetzt mal erklären. Wir machen heute eine total super schöne Bergtour auf zum Stritzpsen Kopf. Und da gehen wir über den normalen Weg auf zum Stripsenjochhaus. Es werden um die 600, 700 oder 800 Höhenmeter werden. Und das Stripsenjoch oder der Stripsenkopf, wo wir jetzt sind, da ist kein Gipfelkreuz, sondern ein Pavillon, den wirst du sicher da einfangen Genau, mit der Kamera. Gell? Und da gehen wir hin. Genau, beziehungsweise im Moment sind wir schon oben und ihr seht, wir haben Premium-Sicht, wie wir jetzt hierher gekommen sind. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so war bisher. Dann kommt doch mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Und ein Spoiler, Anne beim Klettern. Mit links. Hier seht ihr die heutige Tour. Von der Griesener Alm sollte es über das Stripsenjochhaus auf den Stripsenkopf gehen. Na, dann nichts wie los. Unsere Tour startete noch recht gemächlich über breiten, geschotterten Weg. Aber es sollte nicht allzu lange so bleiben. Alsbald änderte sich der Untergrund und es ging über Felsen und Wurzeln weiter. Da hatte Andi einen schönen Weg für uns herausgesucht. Dass er neben den Routen sein Wanderrevier in- und auswendig kennt, zeigte Andi bei einigen Gelegenheiten. Immer wieder hielten wir kurz an und er gab Infos zum Kaisergebirge, wie Wegen, Bergen oder der Geschichte dazu. Kleine Hörprobe gefällig? Da ging es rauf über den sogenannten St. Johannersteig, wenn wir es sehen würden, zur steinernen Rinne. Vielleicht kannst du ein Foto einblenden von der steinernen Rinne. Das ist, wenn du da raufschaust, links ist Predigtstuhl, rechts ist die Fleischbank. Das ist so wie eine Dachrinne von quer. Und da geht es ziemlich schnell ans Eingemachte. Du bist gleich mal im D4-Bereich hin. Also wir sind jetzt da D2 und da brauchst du wirklich beide Hände. So, beide Hände? Challenge accepted. Die Erklärungen findet ihr gut? Wir auch. Wandern mit Andi ist eine echt feine Sache. Aber ich schweife ab. Hier gehen wir schon weiter in Richtung erstes Zwischenziel, dem Stripsenjoch. Natürlich mit weiteren Erklärungen unterwegs. Zwischenzeitlich besserte sich das Wetter auch ein wenig. Morgens noch nass und grau, kam nun hin und wieder die Sonne raus. Am Stripsenjoch besonders schön zu sehen, wie unterschiedlich Wetter auf kleinem Raum sein kann. Im Kaisertal herrschte bestes Wetter, während im Kaiserbachtal, also dort, wo wir aufgestiegen sind, nun, ihr seht es ja selbst. Nach kurzer Pause ging es dann weiter in Richtung Stripsenkopf. Ab hier wurde der Weg dann auch etwas anspruchsvoller.
Wettersprossen und Seilversicherungen sollten auf dem Weg die ein oder andere Stelle entschärfen. Gerade die Eisen aber waren bei der feuchten Witterung eine sehr rutschige Angelegenheit. Auf dem Weg zum Stripsenkopf machten wir noch einen kleinen Abstecher zum Hundskopf, nebst Klettereinlage. Sieht halb so wild aus. Aus anderer Perspektive sieht man besser, dass es neben uns doch recht steil bergab ging. Aber wir sind alle rübergekommen und auch wieder zurück. Nachdem sich das Wetter zwischenzeitlich ein wenig gebessert hatte, fing es kurz vorm Gipfel an zu regnen. Die herausragende Sicht habt ihr eingangs ja schon gesehen. Tobi! Der Teil! Yay! Yeah! Anne! Angemessen kaputt. Ich hab's auch geschafft. Super! Nach kurzer Gipfelpause ging es dann auf demselben Weg wieder bergab. Hier war ich nicht mehr ganz so flott. Und du armer Kerl hast ja auch schon jetzt einiges in den Knochen. Ich bin auch nicht mehr so jung. Andi hinten dran lacht schon gleich. Ja, ja. Am Stripsenjoch bzw. dem dortigen Haus angekommen, hatte sich das Wetter drastisch gewandelt. Wo eben noch Wolken und Regen waren, hatten wir nun strahlenden Sonnenschein und auch eine gute Sicht sowohl auf den zuvor in Wolken verborgenen Stripsenkopf als auch ins Kaiserbachtal. Beim Abstieg ließen sich auch ein paar Gämsen blicken. Hier seht ihr übrigens nochmal die steinerne Rinne, welche Andi beim Aufstieg schon erwähnt hatte. Gerüchteweise hat Anne mit ihr noch eine Verabredung nächstes Jahr. Ja, da haben wir es geschafft. Der Stripsenkopf ist bestiegen.
Und ja, danke an den Andi für die coole Tour. Ja, war wirklich gut geplant. Ja, gerne. Nicht zu lang, dafür viele Höhenmeter. Jawohl. Und einige Oh Kletterpassagen. ja, das war. War dann Anne in ihrem Element. Ja, Ja, und ich sag danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich gefreut, dass ihr mich mal besucht habt bei mir da in den Bergen. Und ich war echt überrascht und stolz, dass die zwei da so souverän aufgekommen sind auf den Stützenkopf und vor allem die Klettereinlage, die war nicht ohne. Ja, Ja, Genau. wenn man es nicht gewohnt ist, hast du recht, ja. und Genau. wir haben noch, Entschuldige, aber wir haben noch einige Touren geplant. Die kommen dann zu gegebener Zeit. Da wird es dann richtig steil und felsig werden. Genau das, was die Das anderen. ist dann genau, was Anne will. Genau, super schöne Gegend. Kann man auf jeden Fall auch gerne wieder besuchen. Gut, dann würde ich sagen, war's das von uns soweit. Wir hoffen, euch hat's gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall.